Moin Leute, willkommen zurück zu Age of Empires Mobile. Und ja, heute im Video nehmen wir uns mal die Helden vor und die Truppenarten. Und wir schauen mal auf die Rangliste, weil ich will mal checken, ob es einen Spieler gibt, der schon völlig ausgereizt und maximiert ist. Ich habe die Kommentare im letzten Video durchgelesen. Erstmal vielen Dank für das immense Feedback. Und ja, es ist Age of Empires, aber es ist nicht Age of Empires, so wie wir es kennen. Nein, doch. Ja, hab's damals auch gezockt, auch auf der PS2 sogar. Und da war ein ganz anderes Flair. Aber das ist ein Spiel, das ist halt ein Mobile-Game, das ist for free. Und wer Geld investieren will, kann es machen. Wer nicht, man kommt auch mit Free-to-Play ganz gut voran. Und ja, entweder mag man es oder man mag es nicht. Es gibt nicht so ein Mittelding. Von daher würde ich sagen, wir machen einfach weiter. Ja? Wenn ihr Fragen habt zum Spiel, gerne in die Kommentare. Ihr seht im Hintergrund übrigens noch, wie ich so ein bisschen beschworen habe. Habt so ein bisschen Glück gehabt bei den Heldenrekrutierungen. Und ja, wir gehen nochmal direkt zu den Helden rein. So, wir sind jetzt hier bei den Helden. Und ihr seht, ich habe schon Yu Sun Shin. Dann habe ich hier die gute Josephine. Dann habe ich John Dark und die Kleopatra. Und ich habe noch bekommen Darius der Große und Hammurabi. Ja? Richtig viel Glück. Nun haben die Helden spezielle Fähigkeiten. Wir gehen mal hier zum Beispiel auf Yu Sun Shin drauf, gehen auf die Talente. Er hat zum Beispiel als Talent krachende Wellen. Ja? Dann hat er hier noch die Flutwelle. Ne, was jetzt die ganzen Buffs sind, das könnt ihr euch selber durchlesen. Was ich euch zeigen möchte, ist, dass einige Helden halt nur für den Kampf ausgelegt sind und einige Helden sind so ein bisschen gemischt. Ja, die haben Kampfattribute, die haben aber auch Attribute, wo ihr zum Beispiel Ressourcen schneller sammeln könnt. Ja? Das heißt, ihr erhöht die Sammelgeschwindigkeit mit verschiedenen Helden. Ji Sun Shin zum Beispiel hat hier das Attribut, erhöht die Ressourcensammelgeschwindigkeit. Ja? Dann haben wir hier die Josephine, die gute, und sie hat diese Sammelgeschwindigkeit nicht. Und zwar hat sie jetzt Attribute, und zwar für den Kampf. Daher müsst ihr immer gucken, okay, welchen Held nehme ich für welches Event. Wartet mal ganz kurz, ich glaube Darius der Große, war das Darius der Große? Genau, der erhöht auch die Ressourcensammelgeschwindigkeit. Wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch mal ganz kurz. Wir gehen jetzt mal auf die Weltkarte rauf. Wir suchen uns eine Ressource, wie nehmen wir Stein. So, suchen wir hier, was ich, Level 2. Zack. Gehen da rauf, gehen auf Sammeln. Und wir haben jetzt John Dark. Unten rechts seht ihr Sammelbonus 0%. Na? Wir gehen mal auf Ji Sun Shin. Der hat einen Sammelbonus von 28%, weil ich sein Attribut ja schon aufgelevelt habe. Das heißt, habt ihr eine Formation nur zum Sammeln, dann nehmt ihr diesen Helden oder Helden, die generell die Ressourcengeschwindigkeiten erhöhen. Und seid ihr im PvP-Krieg oder oder ihr macht PvE, dann nehmt ihr natürlich Helden, die das Sammelattribut nicht haben. Und ich zeige euch jetzt nochmal die Truppenarten. Also das sind so die Helden. Ja, schaut euch die Attribute an. Wenn ihr jetzt über Nacht sammeln wollt, dann nehmt ihr halt in eure Formation die Helden, die für die Sammelgeschwindigkeit zuständig sind. Und ja, macht ihr tagsüber PvE oder PvP, dann nehmt ihr halt andere Helden. Wir gehen jetzt mal zum Truppenübungsplatz. Und zwar ist das hier. So, Exzessierplatz. Okay, sorry. Okay, wir gehen mal hier oben auf Kontereinheiten und zwar gilt hier das Steinschere-Papier-Prinzip. Ja? Heißt, Schwertkämpfer haben einen Vorteil gegenüber Pikeniere, Pikeniere haben einen Vorteil gegenüber der Kavallerie und Kavallerie haben einen Vorteil gegenüber Bogenschützen und Bogenschützen haben einen Vorteil gegenüber von Schwertkämpfern. Heißt, wenn ihr im späteren Verlauf des Spiels PvP macht, oder euer Gegner hat alles voll mit Schwertkämpfern, dann könnt ihr natürlich hier die Bogenschützen einsetzen, weil die klar im Vorteil sind. Und durch dieses Schema, beziehungsweise durch dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip, könnt ihr euch dann auf eure Gegner einstellen. Ne? Später ist es natürlich auch wichtig, dass ihr eure Truppen gut mischt, weil der Gegner wird auch gemischte Truppen haben. Dazu kommen wir aber erst, wenn wir weiter tiefer im Spiel drinne sind. Ne? Genau. Das ist auch noch wichtig zu wissen. Wir gucken jetzt mal kurz in die Ranglisten rein. Jetzt muss ich erstmal gucken. Genau, Rangliste. Stärke und zwar von allen Regionen. Und hier gibt es einen Spieler, Ochse zum Beispiel, der hat eine Stärke von 9 Millionen. Ey, das ist Wahnsinn. Ne? Und er hat, er ist schon auf Level 30 und ist im glorreichen Zeitalter und ist Brite. Ne? Also, das ist ein Spieler, der wahrscheinlich schon richtig viel Geld investiert hat. Platz 1.
Platz 2 ist Giddle oder Giddle mit immerhin noch 4 Millionen Stärke. Und ja, dann könnt ihr euch das so angucken, dann geht es so weiter runter. Aber der erste Platz, Oxid, das ist ja schon ein Schwergewicht. Ja? Ich würde mal so behaupten, wenn es irgendwann mal zu Kämpfen kommt oder zu anderen Events, da wird er die Oberhand behalten. Level 30, 9 Millionen Stärke, nicht schlecht. Die Landmacht, Imperial Army, ist hier auf Platz 1. Okay. Leute, das Spiel ist ja gerade erst rausgekommen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wahnsinn, ne? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu haltet. Wenn ihr Fragen habt zu den Truppen oder zu den Helden, stellt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr andere Fragen habt, ja, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Ich habe gesehen, es gibt auch viele coole Nebenevents. Zum Beispiel hier bei Expedition, Schlachtfeldüberlebender ist richtig cool. Inseltaktiken finde ich jetzt nicht so prall. Ja, das ist, das ist KI gesteuert, ja, du kannst da nicht viel machen, du kannst da höchstens die Richtung vorweisen, wo dein Held die anderen Helden angreifen soll. Ansonsten, Schlachtfeldüberlebender erinnert mich so an Diablo, ja. Und ansonsten guckt euch das Spiel nochmal, wie gesagt, genauer an. Für mich persönlich ist es erstmal so ein bisschen undurchsichtig. Es ist viel zu viel auf einmal. Wäre cool, wenn das Spiel erstmal so standardmäßig rausgekommen wäre und die Events nach und nach hinzufügen. So hätte man das nach und nach lernen können. Jetzt kommst du neu ins Spiel rein und alter Schwede. Ja, hier kannst du for free was abholen, da kannst du for free was abholen. Dann hast du eine Aufgabe gemacht, dann kommt hier, kauf mich hier, kauf mich da und ja, gut. Diese Angebote für 99 Cent, die sind echt gut, weil die beiden Helden, die haben wirklich was drauf. Überlege ich mir zu holen, ne? 2 Euro kann man machen, aber ihr wisst, jeden Held muss man aufleveln und zum Aufleveln braucht man Fragmente und für die Fragmente musst du rekrutieren. Und es ist echt schwer und es geht auch echt ins Geld. Ne? Also, wenn du Spaß am Spiel hast, Free-to-Play, kannst du spielen. Ja? Wenn du einer bist, der ein bisschen Geld ausgeben möchte, kannst du es ausspielen. Ansonsten, für mich, wenn du in der obersten Liga spielen möchtest, musst du da schon ordentlich was reinbuttern. Ja? Gut, wir warten es ab. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe auch einen Discord-Server, den verlinke ich euch in die Beschreibung. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Euer Sultai. Na? Age of Empires Mobile. Bis dann. Ciao.